Hallo liebe Zuschauer. Beim Spaziergang durch die belebten Straßen bemerkte der Freiwillige einen einsamen, verlassenen Straßenhund, der auf einem kalten Bürgersteig lag. Das Fell des Hundes war verwirrt und schmutzig, und sein Gesichtsausdruck war melancholisch, was viel aussagte. Was diesen bestimmten Hund jedoch hervorhob, war, dass der Hund ein zerrissenes Stofftier in den Zähnen hielt. Es war ein Anblick, der selbst die grausamsten Herzen erweichen würde. Der Freiwillige wusste, dass dieser Hund dringend Hilfe brauchte. Sie näherte sich langsam, ihr Herz schmerzte durch die offensichtliche Einsamkeit des Hundes. Sie kniete nieder, streckte ihre Hand aus, aber der Hund zuckte nicht zu und knurrte nicht, wie es die meisten streunenden Hunde tun würden. Stattdessen steckte er ihr vorsichtig ein Spielzeug in die Hand, als würde er ein Zeichen des Vertrauens vorschlagen. Die Tränen traten der freiwilligen Frau in die Augen, als sie in die traurigen, vergeistigten Augen des Hundes schaute. Es war klar, dass dieser Welpe die Tiefe der Verlassenheit und den grausamen Schmerz der Einsamkeit erkannte. Der Krankenwagen des Tierheims war bereits mit ausgesuchten Tieren gefüllt und es gab keinen Platz für diese zerbrechliche Seele. Der Freiwillige ließ den Hund unentschlossen dort zurück und versprach, so bald wie möglich zurückzukehren und ihn ins Tierheim zu bringen. Sie legte das Stofftier vorsichtig neben den Hund und hoffte, dass es sie während des Wartens trösten würde. Die Stunden vergingen, und das Rettungsteam kehrte schließlich mit schweren Erwartungen an die Unfallstelle zurück. Als sie ankamen, war der Straßenhund jedoch nirgendwo zu sehen. Sie wurden in Panik gefangen, sie fürchteten das Schlimmste für das arme Wesen, das ihre Herzen berührte. Aber als sie die Hoffnung schon verlassen wollten, bemerkten sie einen älteren Mann, der auf einer Bank nebenan saß. Er war zerbrechlich, hatte silbriges Haar und ein warmes, freundliches Lächeln. Die Freiwilligen näherten sich ihm, und ihre Augen verbreiteten sich vor Erstaunen. Neben dem alten Mann hat sich derselbe Straßenhund, den sie zuvor gefunden haben, gemütlich eingerichtet. Er lag, kuschelte sich an ihn, legte seinen Kopf auf die Knie, und das zerrissene Stofftier war immer noch in seinem Mund. Der Mann stellte sich als Calvin vor, ein 89-jähriger Rentner, der allein in einer bescheidenen Wohnung in der Nähe lebte. Er erklärte den Freiwilligen, dass er oft an diesen Ort kam, wo er zum ersten Mal auf einen verlassenen Hund stieß. Calvin erzählte den Freiwilligen, dass der Hund, den er Buddy nannte, zu ihrem treuen Begleiter wurde. Als ob wir uns verstehen, sagte Calvin, seine Augen funkelten mit einer Mischung aus Freude und Traurigkeit. Er erzählte, wie Buddy von Zeit zu Zeit für kurze Abenteuer lief, aber er kam immer zu ihm zurück, als ob er wusste, dass er ihm wirklich ein Zuhause bieten könnte. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben.